Mahlzeit! Wir servieren für euch heute den wohl zweitbesten Jugger-Zeitvertreib zu Corona-Zeiten mit Zähneknirsch-Garantie. Beherzt nehmen wir für euch den zweiten Satz des Finales aus Münster, Rigor Mortis gegen die sündigen 7 aus. Also schärft die Messer, wir trennen die Kette aus der Linie der Sins. Lassen den ein oder anderen Zug anbrennen, während die Pomfer in den Pin schmoren. Und finden heraus, warum dem Läuferspiel der Sins die nötige Würze fehlt. Ob das nun feines Filet oder knubbeliger Knorpel ist, jetzt. Und als Beilage dazu Kartoffeln. Wie auch im Vorgängervideo gehen wir den Satz Zug um Zug durch. In jedem Zug werden zunächst die einzelnen Aktionen erläutert und erklärt. Da Situationen mehrfach betrachtet werden, werden einzelne Abschnitte zurückgespult oder auch pausiert. Bei Situationen, wo es sich anbietet, zeigen wir alternative Lösungsansätze auf. Zum Abschluss jedes Zuges gibt es eine Zusammenfassung, was den Zug ausmacht und wie er gewonnen oder verloren wird. Im Gegensatz zum letzten Video hängen wir Sebis wunderbare Welt des Läuferns nicht mehr an das Ende, sondern integrieren ihn in den natürlichen Ablauf des Zuges. Nun aber zum Spiel. Der zweite Satz wird von beiden Teams mit auffallend starren Aufstellungen bespielt. Bei den Seven Sins spielt Felix weiter in der Mitte, Lou neben ihm auf der 2. Die 1 und die 4 werden zum Großteil von Nikolai, Jonas und Simba bespielt. Rigor setzen ihre Ketten fest rechts außen ein. Auf dem anderen Flügel spielt Max und positioniert sich dabei immer quer von Felix. Günther spielt in der Mitte auf der 3. Andi und Linus wechseln sich in der Antikette ab. Im ersten Zug ist Linus erstmalig in der Antikette gegen Felix und versucht, wie Andi, zur Eröffnung des Satzes aggressiv gegen die Kette vorzugehen. Felix hat seine Lektion aber im ersten Satz gelernt und straft Linus ab. Lou will Felix decken, wird aber dann quer von Jonas abgeschossen, da Paul Jonas zu viel Freiraum lässt. Dabei bewegt sich Jonas deutlich vor Günther und Paul wittert seine Chance. In einem knappen Manöver kann Günther aber an Jonas vorbei und Paul bestrafen. Mit der rechten Seite geklärt, bricht Günther in die gegnerische Hälfte vor. Während Linus Felix attackiert, macht Max synchron Druck auf Nikolai im äußeren Duell, um Nikolai zu binden und so Linus quer zu schützen. Nikolai wiederum versucht sich diesem Duell zu entziehen und Max sieht Raum, auf Felix zu gehen. Der sieht Max aber kommen und trifft Max mit dem einzigen Schwung, der ihm unter diesen Umständen noch zur Verfügung steht. Flo konnte sich an der Linie wieder den Jug schnappen und ist dann für einen Läuferangriff auf die linke Seite gewechselt. Jetzt muss er Fersengeld geben, da Günther ihn nach seinen Duellen ins Visier nimmt. Aber Felix kommt zu Flo's Rettung. In dem Moment, wo Günther den Durchbruch von Flo verhindert hat, könnte er sich wieder auf die Pomfer konzentrieren. Im Tunnel rennt er aber weiter dem Läufer hinterher und wird dafür von der sündigen Kette bestraft. Jonas nimmt derweil Nikolai in seine Distanz, sieht aber Flo im Hintergrund laufen. Nikolai fällt auf eine Finte des Kettenspielers rein und macht einen Hüpfer und wird somit immobil. Jonas kann sich lösen und verteilt 8 Steine an Flo zum Zählen. Und an dieser Stelle lohnt ein Blick auf die Läuferperspektive. Flo wirkt von Jonas etwas überrascht und muss sich schnell für eine Aktion entscheiden. Anscheinend entscheidet er sich für 2 gleichzeitig, denn er versucht der Kette im Sprung auszuweichen und gleichzeitig zu werfen. Die Platzierung des Wurfs ist solide. Trotz geringer Reaktionszeit landet der Jug bei eigenen Pompern. Das eigentliche Problem in dieser Situation ist Flo's suboptimale Einschätzung selbiger. Wenn er über die Spielfeldkante laufen möchte, muss er sicher sein, dass der Weg frei ist. Spätestens als Jonas sich zur Seite bewegt, muss Flo dies respektieren und eine klügere Option wählen. Stoppen, kurz zurückziehen und auf Nikolai warten. Damit können die beiden eine Überzahl aufbauen, in der die Kette eine deutlich schlechtere Position hat. Denn entweder nimmt sie den Pomfer und gibt dem Quick eine Öffnung, oder sie versucht den Quick zu nehmen und ist dann wahrscheinlich vom Pomfer ab, ohne mit Sicherheit den Quick zu bekommen. So könnte Flo mit Teamspiel die Situation für sich entscheiden. Nikolai geht hinter Jonas her. Der nimmt klassisch auf und sieht seinen Gegner daher kommen und kann ihm den Kettenball vorwerfen und selbst ausweichen. Dabei tritt Jonas aber in das Aus. Felix hat derweil den Wurf des Jugs verfolgt und trifft Kurt, der auch zum Jug gerannt ist. Linus und Max begehen beide einen Zählfehler und stehen nach Treffern von der Kette 2 Steine zu früh auf. Damit entsteht eine Situation, die für die Sins deutlich schwerer zu beherrschen ist, da ein sicherer Pin durch Paul ausbleibt. Linus nutzt Kurt als Bauernopfer, um aufzustehen und sein Q zurückzuerlangen. Paul kommt zeitnah hoch und versucht mit Felix eine Überzahl zu spielen. Felix erkennt das aber zu spät, will einzeln, bricht ab, geht dann wieder vor, kann immer noch nicht schießen, weil Kurt im Weg ist. Mit dem Aufnehmen hätte er sich um die Situation herum bewegen können, um ein besseres Schussfeld zu erlangen. Letzten Endes kann er Linus aber bestrafen, als der sich endgültig zu Paul dreht. Paul wird wiederum von Max bestraft. Ein besserer Aufbau wäre gewesen, wenn Paul Max in den Pin nähme und Felix sich um Linus herum bewegen würde, sodass Linus, Lou und Paul in seinen Rücken bekäme.
Jonas stünde zwar irgendwann in Felix Rücken auf, aber Linus würde diese Situation nicht lange aufrechterhalten wollen. So hätten die Sins die Mitte um den Jug herum stabilisieren können. Lou kommt hoch. Felix versucht sich zwischen den Knienden vorbeizuwursteln. Er könnte mühelos außen herum gehen. Max gibt den Pin direkt auf. Zwar kann ein Pin auch Deckung bieten, allerdings ist es dann als Pomfer schwierig, seine Prioritäten richtig zu sortieren. Außerdem ist die Deckung gegen Felix Rückhandschwung minimal. Zu diesem Zeitpunkt hat Paul seine Steine sowieso noch nicht ausgezählt. Der Pin selbst wäre also nutzlos. Zusätzlich verkürzt Max damit die Distanz, die Günther zurücklegen muss, um mit ihm eine Überzahl gegen Felix zu spielen. Diese einfache Bewegung generiert also enorme Vorteile für die Berliner. Hier wird Felix unnötig hektisch. Er fürchtet die Unterzahl und versucht direkt Günther, der sich in die Kettenreichweite begibt, zu treffen. Dabei hat er selbst just Paul aus dem Pin befreit. Er könnte Raum aufgeben, bis die Unterzahl durch Paul ausgeglichen wird. Selbst wenn er viel Raum aufgibt, gewinnt er an Vorteilen. Entweder müssten Günther oder Max einen Pin auf Paul setzen und Felix bekäme wieder ein Einzel, oder Paul dürfte in deren Rücken aufstehen, während Felix weiter nach hinten liefe. So aber wird er für den Angriff von Max bestraft und Günther kann den Schwung fangen. Paul kommt hoch und versucht Felix zu decken, aber der hat zu früh initiiert und nun kommt es auf ein Reaktionsduell mit Max an, das Paul für sich entscheiden kann. Während all dem ist Lou aufgestanden. Er hat den Jug von Kurt zu Linus gespielt und pinnt selbigen. Jonas versucht Linus und Kurt freizuspielen, hat aber keinen guten Winkel und versucht Lou zu verdrehen. Der nutzt die Gelegenheit und kann mit seiner Reichweite Jonas aber nicht treffen. Jonas trifft den Schild. Kurt und Linus kommen gleichzeitig hoch. Kurt schnappt sich den Jug und Linus steht unbeholfen mit einer Drehung auf. So kommt Lou weit in seine Reichweite. Auf diesen Distanzen dominieren Schilde durch ihre Eigenschaften die meisten Duelle und Linus darf direkt wieder runter. Dabei belässt es Lou aber nicht. Er sprintet weiter und holt Kurt ein und schlägt ihn ab. Bevor irgendjemand an dieser Stelle kurz Wurf kritisiert, möchte ich die Idee dahinter erläutern. Die Situation ist nicht besonders gut für Kurt, sodass er den Jug schnell loswerden muss. Wir können davon ausgehen, dass Max einer der wenigen Spieler ist, die Kurt auf dem Radar hat. Außerdem wird Max in wenigen Steinen wieder aktiv. Damit ist der kurze Pass eine der smartesten Aktionen, die ein Läufer in dieser Situation machen kann. Wenn wir Paul weiter verfolgen, stellen wir fest, dass es für ihn, nachdem er Max getroffen hat, nur wenige Optionen gibt. Ein guter Laufweg gegen Jonas bietet sich ihm nicht und Günther ist von Felix gewickelt. Er einzelt Günther und geht dann mit Jonas in ein Duell. Paul verschätzt die Distanz hart und Jonas trifft ihn. Hier hat Paul überhaupt keinen Zwang zum Duell. Jonas hat in diesem Moment keine anderen Gegner. Durch Pauls Bewegung kriegt Jonas die Gelegenheit zum Schuss und ist somit direkt wieder ungebunden. Paul könnte Jonas stattdessen kommen lassen und die Antikette defensiv ausspielen. Nikolai ist einige Steine nach Jonas hochgekommen und macht einen Sicherheitsschlag auf Günther und pinnt dann Linus. Er sieht Jonas auf sich zukommen und bietet ein Duell an, bewegt sich dabei vor dem Pin und wird somit zur leichten Beute für Jonas. Wenn auch nicht beabsichtigt, reicht Flo diese Ablenkung, um sich den Jug zu schnappen und Richtung Mal zu sprinten. Lou stellt sich zwischen seinen Läufer und den verbleibenden Rigor-Spielern und die Sins können punkten. Und an dieser Stelle sollte sich Flo bei Lou bedanken. Zum einen schützt er ihn vor Linus, als dieser in Flo's Laufweg aufsteht. Lou steht kurz ab, bevor er das Spiel neu aufbauen kann, und obendrauf setzt er einen wunderschönen Block für die Laufroute. An der Linie und auch im freien Spiel tauschen sich ziemlich viele Pomfer direkt ab. Dieser Zug hat trotz der vielen komplexen Situationen nur einen geringen strategischen Überbau. Stattdessen handeln die Spieler impulsiv aggressiv bei Sicht eines Gegenspielers und die entscheidenden Situationen entstehen durch Einzelfehler und Glück, wenn man vom Max Antikettenspiel absieht. Das Spiel wird einmal von Jonas gedreht, der den Läuferangriff stoppen kann, und zum zweiten von Lou, der zunächst die Mitte stabilisiert und dann für Flo freiräumt. Beide Teams eröffnen den zweiten Spielzug mit gleicher Aufstellung. Diesmal bleibt Linus weit zurück und Felix geht darauf ein und dringt tief in die Rigor-Linie vor. Max löst sich aus seinem Duell außen an der Grundlinie, um Felix zu bestrafen. Felix' Druckspiel offenbart jetzt seine Schwächen. Er hat einen so starken Vorwärtsdrang, dass er nach seinem Angriff gar nicht erst versucht, sich zurückzuziehen, sondern stattdessen die Linie zu durchbrechen. Das bedeutet, dass er, sobald er nicht direkt trifft, seinen Gegner in die Arme läuft. Selbst wenn er trifft, ist er darauf angewiesen, dass die Gegner links und rechts nicht gegen ihn agieren. Um sein Spiel zu unterstützen, müssten seine Mitspieler eigentlich Druck auf ihre Gegner machen. Aber weder Lou noch Nikolai bedrängen ihre Gegenüber. Günther, der nah an der Situation steht und zusätzlich durch Jonas Raum gegen Lou gewinnt, wäre am besten dafür geeignet, sich zu lösen und Felix querzuschlagen. Der hüpft aber unentschlossen auf der Stelle. Stattdessen versucht Max sich zu lösen und hat einen langen Weg und letztendlich kann Nikolai ihn dafür bestrafen.
Wäre Linus getroffen, hätte Max das mit dem Timing nicht verhindern können. So kann Linus aber wiederum Nikolai bestrafen und Rigo hat ihre linke Seite gewonnen. Auf der anderen Seite ist Paul direkt an der Linie von Jonas getroffen worden. Paul steht sehr statisch und nutzt fast ausschließlich die Arme für die Kettenabwehr. Um den Schwung zu blocken, müsste er entweder effektiv nach hinten ausweichen oder mehr den Körper gegen die Kette verdrehen. Jonas rückt nach dem Duell vor auf Lou. Dabei läuft sein Mitspieler Günther den Weg ab. Den stört das nicht besonders, da er sich zurückfallen lässt, um die Situation links von ihm zu sichern, die aber bereits schon gelöst ist. Für Jonas sind alle Optionen, das Duell mit Lou zu suchen, eher nachteilig. Die Tangente seiner Distanz kann er nicht laufen, weil im Laufweg der Gegner kniet. Bei einem größeren Bogen rechts um Paul könnte Lou sich beliebig lösen. Um Lou effektiv zu binden, braucht Jonas Günther, der links an ihm vorbeiziehen müsste, um so eine Überzahl zu bauen. So schießt Jonas auf für ihn ungefährliche Distanz und trifft nicht. Bei dieser Konstellation ein Einzel zu erzwingen, wäre unnötig riskant. Linus sieht, dass Flo mit dem Jug diesmal über den rechten Flügel der Sins angreifen wollte und jagt ihn. Damit verwandelt Linus die 3 gegen 1 Überzahl von Rigor in ein Duell zwischen ihm und Lou. Linus ist dabei im Nachteil, da er in der Raumeinnahme pumpfen muss. Dennoch gewinnt Linus. Jonas setzt noch einen Sicherheitsschuss, Günther erkennt seine Aufgabe und läuft Flo den Weg ab. Flo versucht mit dem Jug-Besitz über rechts zu laufen und muss feststellen, dass die Linie gefallen ist. Darauf reagiert er mit einem weiteren Bogen an der eigenen Grundlinie. Anders ist dabei diesmal die Position, aus der er werfen muss. Der Jug landet dafür wieder tief in der Hälfte von Rigor. Allerdings landet er auf einer komplett freien Seite, sodass Kurt direkt in Jug-Besitz kommen kann. Auch hier gibt es eine bessere Position für den Jug, nämlich von Flo aus gesehen rechts, bei Felix und Nikolai. Es ist für die meisten Läufer kontraintuitiv, aber in dem Fall wäre ein früherer Wurf die sinnvollere Wahl gewesen. Felix gibt alles, um Kurt noch zu erwischen. Jonas und Günther zeigen aber nicht den gleichen Elan, um Felix vorher zu treffen oder sich zwischen ihn und Kurt zu positionieren, um so den Punkt durchzubringen. Das bedeutet, Kurt muss für 8 Steine runter, Felix für 5. Günther muss bei Felix bleiben, um Kurt das Aufstehen zu ermöglichen. Linus hat sich erfolgreich an Paul herangeschlichen, der nochmal 5 bekommt, also auch vor Kurt aufsteht. Jetzt haben Linus und Jonas diese 5 Steine Zeit, wieder eine Überzahl gegen Lou zu spielen. Linus sucht aber wieder das Einzel, bevor seine Kette ihn unterstützen kann. Lou hüpft hoch, anstelle sich Vorteile im Raumspiel zu erarbeiten und wird so bestraft. Damit hätte Rigor die volle Feldkontrolle, wäre Flo derweil nicht zum Jug gerannt. Dieser versäumt es, nach dem Aufheben einen Angriff zu spielen. Direkt durch die Mitte auf das Small zu zwischen den beiden Rigor-Spielern. Das wäre wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen, denn, und das ist genau der Punkt, einer der Spieler von Rigor muss reagieren, denn es bestünde im wahrsten Sinne Zugzwang. Damit wäre es Flo möglich, eigene Spieler aus einem Pin zu lösen und den Zug zu verlängern. Und wenn es funktioniert, dann wäre das der Punkt. Weil er verzögert, muss er den Jug mit einem Wurf abgeben und lässt sich von Jonas treffen. Bemerkenswert ist noch das kurze Signal von Kurt an Max, dass er gleich wieder aktiv wird und sich um den Jug kümmert. So kann Max sicher in seinem Pin bleiben. Lou darf in der Bedrohung von Jonas aufstehen, wird aber getroffen, bevor er Kurt treffen kann. Jonas' Pin-Bedrohung ist unsauber ausgespielt. Auch er begeht den Fehler, sich in den Laufweg des aufstehenden Pompfers zu stellen. Wenn Lou also das Aufstehen gewänne, könnte er sich direkt auf Kurt zubewegen. Dazu lässt Jonas sich nach dem Aufstehen von Lou auch noch verdrehen und ermöglicht so ein Vorgehen von Lou gegen Kurt. Natürlich bietet sich für Jonas dadurch eine Öffnung, Lou zu bestrafen. Die Aufnahme und das Eingreifen des Schiris machen aber schon deutlich, wie riskant diese Variante ist. Felix als Kette der Sins geht tief in Rigors Linie. Dadurch verliert er seine Seite. Rigors Kette einzelt derweil auf der äußeren Position. Linus spielt mit enormem Druck und Flo's Angriff wird früh gestoppt. Felix war zuerst unten und darf als erster hoch. Durch seinen Einsatz gerät der Zug in eine Pin-Situation. Rigor löst diese schlampig und überlässt Flo den Jug. Der findet für sich aber keine Angriffsoption. Rigor baut auf seine Dominanz und kann durch Einzelgeschick punkten. Im Vergleich zum Zug davor gibt es einen klareren Spielaufbau durch Rigor. Im Teamspiel zeigen sich aber weiterhin Defizite. Auf der Seite des Sins findet jetzt Jonas seinen ersten Einsatz. Der positioniert sich aber zu mittig. Der andere Jonas schießt auf ihn, als ersterer gerade an der Linie angekommen ist und noch keine effektive Antikettenhaltung eingenommen hat. Sins Jonas wird direkt getroffen. Im anderen Kettenduell kommt Linus Felix entgegen und Felix straft ihn wieder ab. Günther erkennt diesmal rechtzeitig den Vorschub der Überzahl. Da der Jonas der Sins sehr mittig kniet, kann Rigor Jonas diesmal unbedroht durch Lou Raum einnehmen und hat seinen idealen Laufweg nicht durch einen Pin versperrt.
Lou wird in Felix gedrückt und Jonas nutzt das für einen Schuss, dem Lou ausweichen kann, dafür aber Felix trifft. Günther geht dann vor in ein Duell mit Lou. Jonas dreht ab, um Max im Duell gegen Nikolai zu helfen, aber Max hat Nikolai schon einzeln können. Flo versucht zuerst einen Angriff über die rechte Seite der Sins. Die linke Flanke ist keine sinnvolle Option, außer über einen weiteren Bogen. Die rechte Seite bietet weniger Bedrohung und einen potenziellen Laufweg über die Spielfeldkante. Der Versuch wird jedoch von Max verhindert, denn er bewegt sich in die potenzielle Lücke. In dieser Situation können Nikolai und Flo eine Überzahl spielen. Flo setzt Max unter Zugzwang, Nikolai könnte dadurch offensiver gegen Max agieren. Nach diesem Versuch nimmt Flo erneut den Bogen, um auf die linke Seite zu laufen. Max ist durch kein Duell gebunden und folgt ihm. Und zwar nach Lehrbuch. Er bewegt sich seitlich mit Flo mit, um ihm die Laufwege zu nehmen. Erst als Flo keine Möglichkeiten mehr hat, geht Max nach vorne. Kurt antizipiert, fängt und läuft über die linke Seite. Dort sitzen die Spieler des Sins. Diese können aber durch Rigor-Spieler gepinnt werden. Die einzige Bedrohung ist Sins Jonas, der, weil nicht gepinnt, potenzielle Laufwege über rechts und die Mitte bedroht. Lou forciert nun das Duell gegen Günther, gewinnt, wird aber von Jonas abgestraft. Jonas von den Sins steht auf und jagt Kurt. Linus ist kurz danach oben, priorisiert den Pin von Nikolai, um dann doch das Duell mit Jonas zu suchen. Ob Linus hier auf Kurts Laufstärke hofft oder Kurt opfert, um über den Pin von Nikolai die Feldkontrolle zu erlangen, ist nicht ersichtlich. Da Kurt jetzt aber unten ist und Rigor 3 Pins hält, besteht für Linus zu diesem Zeitpunkt kein Grund mehr, das Einzel zu suchen. Insbesondere, wenn seine Kette Druck auf den Gegenspieler machen kann. Das Zusammenspiel zwischen Linus und Rigor Jonas klappt wieder nicht und der andere Jonas kann Linus einzeln. Darauf folgt erneut ein Duell zwischen Jonas und Jonas. Dadurch, dass Sins Jonas jetzt das Duell mit Rigors Kette sucht, verliert er die Möglichkeit, mit Nikolai eine Überzahl zu spielen. Nikolai spielt den Jug von Kurt weg, was Jonas eigentlich hätte schon tun sollen, anstelle in die Kette zu springen. Den Jug in den Pin zu spielen ist ein guter Standard, aber nicht die beste Lösung. Dadurch ist Nikolai trotz der Kettenbedrohung gezwungen, den Pin zu halten. Würde er den Jug weiter raus in die Feldmitte spielen, könnte Flo ihn aufheben, ohne direkt in die Reichweite der Kette gehen zu müssen. Nikolai duckt sich erfolgreich unter Jonas Schwung und kann aus der tiefen Haltung Antritt generieren, um Jonas zu einzeln. Dabei schlägt er nicht auf Jonas Körper, sondern seine Hände. Schläge auf die Hände des Kettenspielers erfordern höhere Präzision, können aber zeitlich das Zünglein an der Waage sein, um ein Duell für sich zu entscheiden. Flo erlangt den Jug und rennt zum Mal und steckt. Währenddessen stehen Max und Günther in der gegnerischen Hälfte und lassen Flo passieren. Pins in der gegnerischen Hälfte sind meist nur sinnvoll, wenn man sich in einem Angriff befindet oder kurz davor ist, die Feldkontrolle zu erlangen. In dem Moment, wo das Duell zwischen Nikolai und Jonas stattfindet, müsste Max sich lösen, um Flo abzuschlagen. Günther könnte das unterstützen, indem er den Pin von Max übernehme und so das Aufstehen der Sins und deren Eintritt in ein Duell zu verzögern. Im dritten Zug in Folge versagt die Antikette der Sins früh. In diesem Fall so kritisch, dass Lou und Felix extrem durch den Raumverlust eingeschränkt sind und auch Günthers Zögerlichkeit Rigor nicht zum Nachteil reicht. Flo kann trotz des Jug-Besitzes keinen erfolgreichen Angriff spielen. Was Rigor an der Linie gewinnt, verspielen sie dann aber im freien Spiel. Der Einzeldrang von Linus und Jonas und Pumpenstärke der Sins werden zum Fallstrick für Rigor und Max verschätzt die Situation deutlich. Vierter Zug und dazu passend Wechsel auf der 4 der Seven Sins. Simba ist für Nikolai außen in das Duell gegen Max gegangen. Simba und Max setzen sich gegenseitig aus, bis die Mitte ihre Aufmerksamkeit fordert. Auf der anderen Seite der Linie findet wieder das Duell Jonas gegen Jonas statt. Sins Jonas positioniert sich in diesem Zug als Antikette sinnvoller, bringt aber keine effektive Abwehr auf das Parkett für die kritische Distanz, in der er sich befindet. Er wird von Rigor Jonas wieder direkt geeinzelt. Rigor Jonas bekommt die Kette vorteilhaft zurückgeworfen, sodass er mit seiner enormen Spannweite ohne klassisches Aufnehmen direkt in einen kontrollierten Schwung kommt. So ist er in der Lage, so schnell auf die Ereignisse links von ihm zu reagieren. Denn in der Mitte verhält sich Linus in diesem Zug defensiv. Felix passt sich an und geht quer auf Günther und kann ihn einzeln. Linus geht und bestraft Felix. Da Felix wieder sehr weit vorgegangen ist, kann Lou als sein Nebenmann nur noch im Nachhinein Linus abschlagen. Lou selbst wird wiederum von Rigor Jonas erwischt, bevor er Simba gegen Max unterstützen kann. Und was macht derweil Flo mit dem Jug? Die Sins starten wieder mit Jug-Besitz. Flo sieht sich in diesem Zug mit einer speziellen Situation konfrontiert, denn Linus bricht in der Mitte die Linie und stürmt auf ihn zu. Flo entscheidet sich dafür, ihm nach links auszuweichen. In einer klassischen Aufstellung hat diese Entscheidung allerdings ein Problem. Im gewählten Laufweg steht die gegnerische Kette. Diese schneidet ihm den Weg ab und zwingt ihn, den Jug abzugeben.
Flo beginnt ein Ausweichmanöver, erkennt aber seine Chancenlosigkeit und bricht es ab. Dadurch fehlt ihm die Zeit, sich für den anschließenden Wurf zu positionieren. Ohne festen Stand und aus der Rückenlage fehlt dem Wurf Reichweite und Präzision. Eine Alternative für den Läufer ist in diesem Fall, dem Pomfer entgegen seiner Laufrichtung auszuweichen und über die Seite zu laufen, auf der die Kette nicht steht. Damit sind 2 akute Risiken zeitweise umgangen. Zudem kann der gegnerische Außenspieler unter Druck gesetzt und der eigene Pomfer unterstützt werden. Simba überlegt sich zu lösen und die Kette zu jagen, entscheidet sich dann aber für ein Duell gegen Max. Der lässt sich clever von Simba in die eigene Hälfte drücken. So kann Rigor Jonas ungehindert Flo jagen und in der kommenden Pin-Situation entstehen mit Jonas und Kurt 2 Pole, die die Sins zu beachten haben. Der Ausgang des Duells ist nicht auf der Aufnahme, entweder hat Max gewonnen oder sie haben sich gedoppelt. Kurt zieht vorbei und holt sich den Jack. Rigor Jonas erkennt richtig, dass Felix der kniende Spieler ist, den er zu bedrohen hat. Er baut die Bedrohung wieder unvorteilhaft auf. Mit der Positionierung hat Felix seine beiden Gegner in Sicht und muss so gar keine Entscheidung treffen, wer zu priorisieren ist. Allerdings sind Ketten in diesen Situationen leicht zu beherrschen, da eine Begrenzung des Schwungs, zum Beispiel durch Wickeln, dem Läufer ein ausreichendes Fenster gibt. Jonas bleibt gelassen und nutzt seinen Mobilitätsvorteil als Stehender aus, um Felix zu entschärfen. Damit kann Rigor Mortis zu 2 ausgleichen. Beide Ketten dürfen wieder ungebremst treffen. Da Jonas aber im Gegensatz zu Felix wieder ins Aufnehmen kommt, gewinnt Rigor die Linie. Flo versäumt es, die Vorteile des Jack-Besitzes zu nutzen und so kann Rigor punkten, bevor die Sins hochkommen und verteidigen können. Für diesen Zug tauschen Jonas und Simba ihre Positionen 1 und 4. Rigor bleibt zumindest positionell unverändert. Allerdings versucht Linus es nun wieder offensiv gegen die Sins-Kette Felix und wird abgestraft. Felix kann aufnehmen und unterstützt dann seine 4 gegen Max und kann dessen Stab wickeln. Rigor Jonas sieht sich derweil einer starken Antikette gegenüber. Zu Anfang zieht Lou quer Jonas Aufmerksamkeit auf sich. Als Schild kann er sich typischerweise etwas mehr Nähe zur Kette gestatten als andere PompferInnen. Darauf zieht Lou sich aber zurück und bindet so Simba in die Antikette ein, der durch Jonas Ansatz zur Querbedrohung und eigene Initiative sich etwas entgegen Jonas Schwungrichtung positionieren kann. Jonas muss so etwas nach rechts schwingen, was rechtshändige Ketten typischerweise vermeiden wollen. Simba kann blocken. Jonas versäumt darauf, sich zurückzuziehen und aufzunehmen und Simba kann ihn direkt bestrafen. Nach dem Querschuss gegen ihn im letzten Zug orientiert sich Günther defensiv zu Felix und dreht Simba effektiv den Rücken zu. Als der dann angreift, kann Günther als Kettenschutz wenig für Jonas tun und beginnt erst im Nachhinein ein Duell mit Simba. Es gibt Unklarheiten im Duellausgang, aber die Sins stehen zu 4 und der Punkt ist entschieden. Als letztes betrachten wir noch Lou. Nachdem er Jonas zwischen sich und Simba lockt und somit Günther aus dem Spiel nimmt, eiert er auf seiner Position rum, unklar, wen er zu schützen oder anzugreifen hat. Hier fehlt es sowohl an einer Angriffsstrategie als auch an Kommunikation bei den Sins. Lous Verhalten wirkt wie das eines Spielers, der Druck in einer Unterzahl aufnehmen will, nur hat er gar keinen Gegner. Hier muss sein Läufer ihm Drang nach vorne vermitteln oder er muss generell bereit sein, mit seinem Mitspieler in der Antikette Druck zu machen. Günthers Kettenschutz ist in diesem Fall aber nachlässig genug, dass Lous Hängepartie nicht zum Nachteil reift. Linus' offensives Antikettenspiel wird wieder abgestraft. Rigors Kette kann derweil nicht mehr direkt einzeln und wird stattdessen selbst abgeschlagen. Günther kann durch seine Positionierung die Unterzahl nicht kompensieren und so dominieren die Sins den Zug vollständig. Rigor wechselt für den 6. Zug erstmals die Aufstellung in diesem Satz. Julian schwingt an Jonas Stelle die Kette und Andi übernimmt die Antikette von Linus in der Mitte. Mit dieser Aufstellung gelingt es den Berlinern zum ersten Mal, die Kette der Sins über ihre Linie zu entschärfen. Dazu läuft Andi leicht vor der Linie an, um dann aber abzustoppen und sich rechts und links von seinen Mitspielern überholen zu lassen. So lockt er Felix in eine Zange. Der Effekt wird verstärkt, als Andi sich als Reaktion auf Felix' Raumeinnahme zurückfallen lässt. Andis offensichtlicher Block ist als Verteidigung eine Kapitulation vor der Kette, aber so wird Felix in seinem Vorwärtsdrang bestätigt und Max kann quer reinschlagen. Max selbst wird, wie in den Zügen davor auch, von seinem Gegner ausgesetzt, aber findet so in dieser Raumaufteilung die Möglichkeit, sich ungestraft an der Linie zu beteiligen. Günther hat ähnliche Optionen wie Max, reagiert aber zu spät und bewegt sich erst, als Felix bereits abgeschlagen ist. Da von den Sins auf seine Position kein Druck kommt, bleibt Günthers Aktion ungestraft. Das ist möglich, weil Julian sehr erfolgreich 2 Gegner bindet, anstelle direkt zu einzeln. Er wechselt in eine tiefe Haltung und weiten Schwung und treibt so in Unterzahl Simba und Lou vor sich her.
Sie hätten die Möglichkeit, ihre Überzahl zu nutzen, aber keiner der beiden ist bereit zu initiieren. So verzögern sie zwar den Ausgang der Linie, sehen sich aber schlussendlich einer erschlagenen Überzahl gegenüber. Sins Jonas bemerkt, nachdem er Max an der langen Leine gelassen hat, seinen Fehler und kompensiert über. Er versucht Max um jeden Preis zu bestrafen. Dabei bewegt er sich über die notwendige Distanz hinaus, vergibt also jegliche Rückzugsoptionen. Dazu verwendet er einen Schlag von oben, der zum einen anfällig für Kopftreffer und zum anderen leicht von StabspielerInnen geblockt werden kann. Genau das passiert auch und es entsteht ein Drückduell, das Max als Stabspieler mühelos für sich entscheiden kann. Flo schaut nach dem Dropback wieder, ob ein Angriff mit die rechte Seite möglich ist. Gegen Rigors Überzahl läuft er eine lange Kurve an der eigenen Grundlinie, um über die linke Seite zu attackieren. 2 Rigors folgen ihm. Der Unterschied dabei ist die Richtung, in der die beiden sich bewegen. Günther läuft direkt auf Flo zu und versucht ihn am Mal zu erreichen. Max hingegen bewegt sich seitlich in Richtung Seitenlinie. Damit versperrt er dem Läufer den Weg und kann ihn dort abfangen. Flo kann Günther auslaufen, aber sieht Max in seinem Weg und wirft, ähnlich wie in den Zügen davor. Kurt kann den Jug fangen und sofort in den Gegenangriff starten. Idealerweise sollte der Wurf zwischen Felix und Jonas platziert werden. So hätte Kurt am Jugbesitz gehindert werden können. Damit hätten die Sins Rigor in ein Pinspiel gezwungen. Julian zieht derweil die Aufmerksamkeit der beiden ungepinnten Sins-Spieler auf sich und erweitert so das Zeitfenster ausreichend für seinen Läufer. Er kommt in diese Situation, weil Andi einen Pin-Fehler begeht. Nach der Überzahl gegen Lou bleibt Andi dort und pinnt Lou. Oh, das kann teuer werden. Erstens wurde Lou gerade abgeschlagen. Andi hat also 5 Steine Zeit, nützliche Dinge zu tun, bevor er pinnen muss. Zweitens sollten Pin-Situationen stets von hinten aufgebaut werden, wenn man nicht gerade den Laufweg für einen LäuferInnen-Angriff sichert. So wird riskiert, dass SpielerInnen, die an der Linie abgeschlagen wurden, ungepinnt sind. Das ist fatal, weil die typischerweise zuerst abgeschlagen wurden und daher auch als Erste wieder hochkommen. Außerdem haben solche SpielerInnen dann die Möglichkeit, die LäuferInnen abzuschlagen und die Situation zu verlängern, insbesondere wenn das eigene Team den Jug nicht kontrolliert. Darüber hinaus können sich auch so Situationen ergeben, in denen der Spielfluss nach vorne ins Stocken gerät. In dem Fall auch noch GegnerInnen zu haben, die im eigenen Rücken aufstehen, lassen einen schnell alle Vorteile verlieren, die das Team sich zuvor an der Linie erspielt hat. Rigor verwendet den Vorwärtsdrang von Felix gegen ihn. Dabei nutzen sie aus, dass die Spieler um Felix keinen Druck aufbauen und so die Berliner frei agieren können. Sie gewinnen die Linie, spielen ihre Überzahl solide aus und Max verhindert Flo's Angriff. Die Überzahl ist so überwältigend und der Wurf von Flo so ungünstig, dass trotz Andis Pinfehler der Punkt von Rigor umgesetzt wird. Rigor stellt sich in der Antikette wieder in die Bananenverteidigung. Felix lässt sich diesmal aber nicht in die Lücke locken. Stattdessen übt er Druck nach außen auf Max aus. So trennt er die Spieler der Berliner voneinander. Andi sucht die richtige Distanz. Während er aber effektiv zu weit hinten bleibt, gewinnt Max links von ihm Meter um Meter. Schaut man auf Andis Bewegung zur Raumeinnahme, bemerkt man, dass er im Kreuzschritt, also Wechseln des Standbeins, voranschreitet. So pendelt er zwischen den Extremen von Vorwärts- und Rückwärtsbewegung und er braucht Zeit zwischen ihnen zu wechseln. Diese Probleme sind mit dem klassischen Fechtschritt zu umgehen. Der Kreuzschritt wird erst nützlich, wenn man größere Distanzen überbrückt und anschließend in den Fechtschritt zurückkehrt. Schlussendlich verlagert er sich und gibt Felix mit einem Sprung zu verstehen, dass er jetzt bitte abgeschossen werden möchte. Felix nimmt die Einladung an und kann nach dem Treffer keinen Pomfer mehr vor sich ausmachen und jagt deshalb Rigors Läufer. Auf der Außenposition sucht Julian das Duell mit Simba. Julian nutzt den Kreuzschritt zur Raumeinnahme und wechselt dabei wieder auf einen weiten Schwung. Diese Schwünge sind leicht zu projizieren. Sie werden gefährlich, wenn der Block komplett umschwungen wird. Simba macht sich in seiner Verteidigung für den Block bereit, geht aber in relativ kleinen Fechtschritten zurück. So kann Julian die Distanz verkürzen und Simbas Block umschwingen. Nachdem Julian begonnen hat, Druck aufzubauen, verlässt Günther die Antikette, bedroht also nicht mehr länger die Kette der Sins. Allerdings schließt er lediglich zu Julian auf und verkürzt nicht die Distanz zu Lou. Als Julian sein Einzel gewinnt, zieht Günther zusätzlich noch nach außen und bewegt sich im Bogen um Lou. Als Julian dann gegen Lou pusht, kann Günther ihn nicht decken und Lou nur noch hinterher bestrafen. Die viel größere Fahrlässigkeit ist aber die Öffnung der Mitte durch Günthers Bewegung. Flo hat in dieser Situation gute Bedingungen. Die Mitte ist offen. Alle aktiven Gegner werden durch eigene Spieler nach außen blockiert. Felix wird Kurt abmachen. Flo könnte einen direkten Angriff für den Punkt laufen. Anscheinend sieht er diese Möglichkeit nicht. Stattdessen versucht er sich dem Druck der Überzahl zu entziehen und einen anderen Weg zu finden. Ein weiteres Mal sucht Günther den direkten Weg auf Flo, anstelle ihm den Raum abzulaufen und Flo kann ihn wieder auslaufen. Stattdessen trifft er auf Jonas und darf ihn einzeln. Vorher sehen wir Max im Duell mit Jonas.
Dabei bewegt er sich von außen in die Feldmitte. Er bewegt sich so weit, dass er die Kontrolle über die Horizontale an der Seitenlinie geringfügig aufgibt. Diese kleine Lücke wird von Flo als Ausweg genutzt. Genau genommen improvisiert Flo hier das vorher beschriebene Ausweichen entgegen der Richtung des Angreifers. Hilfreich dafür sind Stand und Position von Max. Der steht mit dem linken Bein vorne. Deswegen muss er quer zu seiner Körperrichtung schlagen. Zu aller Problematik läuft er dann einen Kreis um sein Standbein. Für eine effiziente Bewegung müsste er sich nach rechts drehen und den direkten Weg zum Mal sprinten. Felix passt sich hervorragend an Rigors neue Strategie an und kann die Linie aufbrechen, während der Rest seines Teams keine aktiven Rollen im Linienspiel einnimmt. Dennoch gelingt es den Berlinern nicht, eine durchbruchssichere Linie gegen den Läufer zu bilden, sodass Flo eine der ihm gegebenen Möglichkeiten nutzt, um mit einem Angriff zu punkten. Im 8. Zug besteht Satzball für die Sins. Linus ist für Max eingewechselt und darf wieder auf einer äußeren Position gegen Jonas Druckspiel betreiben. Jonas lässt sich verdrehen und wird schnell geeinzelt. Bei Angriffen über die Flügel wird häufig versucht, die GegnerInnen zu umrunden. Wenn diese sich auf der Stelle drehen, anstatt die Linie zu verlassen, erfahren sie schwere Nachteile für das Duell. Durch eine Verdrehung sind die Rückzugsmöglichkeiten stark eingeschränkt, da sie sich dabei in die Laufwege der MitspielerInnen bewegen. Außerdem leidet die Haltung. Oft muss der Unterkörper der Bewegung des Oberkörpers folgen, wodurch sich diverse Öffnungen ergeben. In diesem Fall kommt es direkt zu einer Verdrehung von Jonas, da er aus der Startaufstellung des Kubus nicht weit genug an die Außenlinie zieht und er so Linus einen großen Bewegungsradius zur Verfügung stellt. Felix erfährt durch Linus Duelleingang keine Querbedrohung und kann nach langem wieder dominant gegen die defensive Antikette pushen und gewinnt. Währenddessen positioniert sich Julian für ein Duell gegen Simba, zieht aber dann in die Mitte. Er entscheidet sich für einen Schuss gegen Flo. Es kann zwar entlasten, dem der Läuferin 8 Steine zu geben, aber in diesem Fall lässt Julian dafür Lou durchbrechen. Dabei dreht Lou Julian aktiv den Rücken zu und Julian könnte ihn ohne viel Mühe bestrafen. So aber bekommt Julian Lou und Felix in seinen Rücken und gerät mit Simba noch vor sich in eine heikle Ausgangslage, die in diesem Fall sogar unnötig ist. Denn Julian müsste eigentlich Linus sehen, der sich nach seinem Duell um den Läufer auf der linken Seite kümmern könnte. Somit besteht auch keine akute Durchbruchsgefahr und dementsprechend kein Zugzwang für Julian. In dieser chaotischen Konstellation muss Flo sehen, dass Linus weit außen ein aggressives Duell forciert und Felix sein Duell gewinnt. Dadurch wird eine riesige Lücke geöffnet, durch die er hinter Felix zum Punkt laufen kann. Er bleibt aber in seinem üblichen Muster und riskiert mit einem Sprung als Ausweichversuch nicht nur den wahrscheinlichen Kettentreffer, sondern auch eine Verletzung. Währenddessen erfährt Günther, wie in den Zügen zuvor auch, keine Bindung durch seinen Gegner. Er löst sich auf Felix, tut das aber zu spät und auch mit dem falschen Winkel, um Felix noch erwischen zu können. Er lässt Felix ziehen und orientiert sich zu Lou, der ein Duell forciert. Lou kann leicht den Angriff aus der Drehung blocken und Günther einzeln. Darauf erwartet Lou einen Angriff von Julian, der aber ausbleibt. Er rennt auf Kurt, bricht den Angriff aber ab. Kurt erkennt, dass Flo getroffen ist, er also nicht wie bisher in der Verteidigung bleiben muss. Ihm gelingt es, 2 Pomper abzuschütteln. Weil Felix außen um den knienden Andi läuft, wählt Kurt den Laufweg auf der rechten Seite. Wir können jetzt diskutieren, ob es sinnvoll gewesen wäre, früher anzugreifen. Wie gesehen lässt Kurt aber noch Lou ins Leere laufen. Felix und Lou hingegen gehen davon aus, mit ihrem eigenen Läufer angreifen zu können. In dem Fall hätte es gereicht, Kurt vor dem Mal zu verscheuchen. Mit einem ungesicherten Jug im Spiel hingegen sollten sie den Läufer abschlagen, um die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Simba verfolgt Julian und kann ihn einzeln. Linus bewegt sich derweil um Flo herum, um wieder ins Pompengeschehen einzusteigen. Dabei versäumt er, den Jug von Flo wegzuspielen. Flo hat zwar gerade erst 8 Steine bekommen, aber Linus sieht sich einer wachsenden Überzahl entgegen. Die Gegner werden schon zu ihm kommen. Da könnte er die Gelegenheit nutzen, um den Jug zu verschieben, bestenfalls in Kurzlaufweg. Linus versucht stattdessen Zeit für Kurt zu schinden. Er entschließt sich mit ausgestrecktem Q-Tip, die Gegner auf Distanz zu halten. Diese Haltung behindert allerdings Kurt stark. Als Kurt ihn endlich passiert hat, springt Linus in die Kette und verliert. Es sei angemerkt, dass Linus sich hier in einer sehr schwierigen Situation befindet. Die Laufrichtung, in die er gerade beschleunigt, birgt nur Unheil. Also ist Abstoppen angesagt. Das behindert allerdings Kurt. Eine seitlich oder rückwärts gerichtete Bewegung wäre hilfreich, aber motorisch anspruchsvoll. Als Linus sich entscheidet, Kurt vor der Kette abzuschirmen, ist noch nicht klar, welcher Spieler für Kurt die größere Bedrohung darstellen wird. Linus hätte vielleicht bessere Karten, wenn er sich auf die Höhe der Pins zurückfallen ließe und dann weiter zurückginge, bis sich herauskristallisieren würde, welchen Sin-Spieler er tatsächlich abblocken muss. Kurt muss aber noch nach dem Jug fummeln. Simbas Schleue gestattet ihm, Linus stehen zu lassen und sich stattdessen direkt zum Mal zu begeben, um Kurt den Weg abzuschneiden.
Nach dem Treffer spielt Simba dann geistesgegenwärtig den Jug in Flo's Richtung. Er erkennt nicht, dass Linus 8 Steine zählt, also keine Gefahr von Linus ausgeht. Zur Sicherheit hätte er den Jug ruhig direkt an Flo platzieren können. Lou bricht, als er Simba vor sich sieht, den Sprint auf Kurt ab und macht sich auf, einen der knienden Berliner zu pinnen. Günther steht in Lous Laufweg auf, zieht aber auf Schilddistanz wieder den kürzeren. Die Pin-Verteilung der Sins ist solide. Allerdings ist die Bedrohung durch Felix auf den knienden Günther denkbar schlecht. Sollte Günther offensiv aufstehen, kann er direkt weiter auf Flo und somit eventuell den Jug verhindern. In diesen Situationen würde es sich empfehlen, wenn Felix sich so positionieren würde, dass Günther, wenn der versucht sich zu lösen, um Flo zu jagen, von Felix leicht abgeschossen werden kann, um so den Punkt zu sichern. Bei Felix gewählter Positionierung kann man im Verlauf das Risiko erkennen, das er unnötigerweise in Kauf nimmt. Das offensive Spiel von Linus für Rigor und von Felix für die Sins gleicht sich aus. Günther gelingt es weiterhin nicht, in der Linie aktiv zu werden, aber es ist Julian, der die Linie verschenkt, als er Lou davonlaufen lässt. Simba gelingt es durch gute Entscheidungen, die Situation zu stabilisieren, sodass die Felddominanz von den Sins in einen Punkt verwandelt wird. Damit gewinnen die Sins auch den zweiten Satz. Im zweiten Satz verändert sich das Spiel dahingehend, dass die Aufstellung von Rigor der klaren Vorstellung folgt, die gegnerische Kette auszuhebeln und den eigenen Ketten konservatives Druckspiel zu ermöglichen, anstelle einzeln auf den Außenpositionen zu forcieren. Der Ausgang der Linie entscheidet sich durch die Einzelleistung der Antikettenspieler und ob es Max gelingt, von außen Druck auf die Ketten zu geben. An der Linie leistet Günther sich einige Schnitzer, die aber von den Sins nicht bestraft werden. Nach der Linie, insbesondere in der Wahl seiner Laufwege, trifft er häufig Fehlentscheidungen, die Max aber im Regelfall kompensiert. Die Sins steigen in den Satz mit miserabler Antikettenleistung ein. Bis Simba aufgestellt wird, kommt keine Stabilität in die Seite. Felix wiederum gelingt es herausragend gut, sich an die offen und defensiv wechselnde Antikette anzupassen und die Angriffe konsequent zu bestrafen. Im Zusammenspiel mit der Linie gelingt es Rigor dann doch immer wieder, ihn zu verunsichern, da er autark von der Linie der Sins agiert. Lou, der den ersten Satz noch deutlich geprägt hat, startet den Zug durchgehend in der Mitte und nimmt meist erst nach der Linie aktiv am Spiel teil. Rigor überlässt den Sins in allen Zügen den Jug, sodass die Sins im gesamten Satz mit Jug-Besitz agieren können. Flo zeigt keine Abwechslung in seinen Aktionen und es ist bei den Sins kein Plan erkennbar, um ihn aktiv ins Spiel zu integrieren. Damit reagiert er mehr auf die Spielsituation, als sie zu beeinflussen. Kurt spielt eine ruhige, saubere Defensive und gute Gegenangriffe, hat jedoch wenig Möglichkeiten, das Spiel zu gestalten. So, wer jetzt noch Hunger hat, der kann sich einen Nachschlag in den Kommentaren holen. Wem es geschmeckt hat, lässt uns 5 Sterne bei Yelp oder liked einfach das Video. Ja. Letzten Gruß noch aus der Küche. Die Runde für heute geht aufs Haus. Wem jetzt das Portemonnaie im angespannten Hosenbund drückt, dem empfehle ich doch mal auf unserem Patreon vorbeizuschauen oder direkt zu spenden via PayPal. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir machen jetzt Feierabend. Jo, ballern, bügeln, laufen lassen.